Ein 82 Kilogramm schwerer schwarzer Cane Corso verschwand jede einzelne Nacht 3 Monate lang in der Dunkelheit. Und niemand wusste, wohin er ging. Seine Familie wachte im Morgengrauen auf und fand ihn auf der Veranda liegend, erschöpft, mit Schmutz bedeckt, Schnitten an seinen Pfoten und Schlamm quer über seiner Brust. Sie versuchten ihm zu folgen, sie versuchten ihn drinnen einzusperren. Nichts funktionierte. Und dann, eines Nachts, zerbrach alles, was sie über diesen Hund zu wissen glaubten, auf die erschreckendste und schönste Weise. Das ist Brutus. Und das ist die Geschichte eines Wächters, den niemand verstand, bis es fast zu spät war. Brutus war nicht immer ein Rätsel. Er war zuerst ein Problem. Sein ursprünglicher Besitzer, ein Mann namens Stefan aus der Nähe von München, adoptierte ihn als Welpen und träumte vom ultimativen Familienbeschützer. Und Brutus lieferte. Zu gut. Mit 3 Jahren war Brutus 82 Kilogramm reine Muskelmasse, ein pechschwarzes Fell, das Licht zu absorbieren schien, und Augen, die jede einzelne Bewegung in 30 Metern Entfernung verfolgten. Er bellte nicht bei Fremden, er starrte. Er positionierte sich zwischen Stefans Familie und jedem, der sich näherte. Briefträger? Brutus pflanzte sich vor die Tür wie eine Statue aus Stahl. Nachbarn, die vorbeikamen? Brutus wurde zu einer lebenden, atmenden Mauer. Stefans Freunde begannen, das Haus zu meiden. »Mann, dein Hund schaut mich an, als würde ich ihm Geld schulden«, scherzte einer von ihnen. Aber Stefan lachte nicht mehr. Brutus' Schutzinstinkt war nicht süß, er war erstickend. Stefan konnte keine Leute mehr einladen, ohne dass Brutus jeden Schritt überwachte. Die Freunde seiner Kinder hatten Angst, überhaupt den Garten zu betreten. Seine Frau fühlte sich wie eine Gefangene im eigenen Haus. Also traf Stefan eine Entscheidung, die ihn monatelang verfolgen würde. Er fuhr Brutus zu einem überfüllten Tierheim 2 Bezirke weiter und ging, ohne zurückzublicken. Die Tierheimmitarbeiter wussten, dass Brutus nicht einfach zu vermitteln sein würde. Er war massiv, er war intensiv. Und wenn potenzielle Adoptierende an seinem Zwinger vorbeigingen, wedelte Brutus nicht mit dem Schwanz oder drückte seine Nase gegen die Gitterstäbe wie die anderen Hunde. Er saß einfach da, eiskalt, beobachtend, als würde er entscheiden, ob du seine Zeit wert warst. Aber dann kam die Familie Weber. Markus und Julia suchten kein Haustier, sie suchten einen Wächter. Das Paar war gerade in ein Haus am Stadtrand gezogen mit ihrer 8-jährigen Tochter Lena. Das Viertel grenzte an dichten Wald und in letzter Zeit gab es Berichte. Streunende Hundemeuten, wilde Tiere, Dinge, die nachts durch die Bäume bewegten, über die niemand sprechen wollte. Sie brauchten Schutz. Und als sie Brutus in diesem Zwinger sitzen sahen, massiv und unerschütterlich, wussten sie es. »Wir nehmen ihn«, sagte Markus. Die Tierheimleiterin zögerte. Sein ursprünglicher Besitzer hat ihn abgegeben, weil er zu beschützend war. Er ist intensiv. Seid ihr euch absolut sicher? Julia schaute Brutus an. Brutus schaute zurück. Und zum ersten Mal seit 6 Monaten bewegte sich sein Schwanz. Nur einmal. Aber er bewegte sich. Brutus kam an jenem Samstag nach Hause. Lena war anfangs nervös. Sie war noch nie bei einem so großen Hund gewesen. Aber Brutus schien anders mit ihr zu sein. Er starrte sie nicht an wie alle anderen. Er beobachtete sie, sanft, als wäre sie etwas Kostbares, das er beschützen sollte. Wenn Lena auf dem Sofa saß und Hausaufgaben machte, lag Brutus zu ihren Füßen. Wenn sie im Garten spielte, positionierte sich Brutus zwischen ihr und dem Wald. Wenn sie ins Bett ging, pflanzte sich Brutus vor ihre Zimmertür und bewegte sich nicht bis zum Morgen. Er hat sich mit ihr verbunden, sagte Julia eines Abends und beobachtete Brutus' ständige Wache. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Aber 3 Wochen nach der Adoption änderte sich etwas. Markus wachte um 2:30 Uhr auf. Brutus war nicht auf der Veranda, alle Türen verschlossen, aber Brutus war weg. Um 6:15 Uhr hörte Markus Pfoten auf Holz. Da war Brutus, keuchend, schmutzig, Kratzer überall, erschöpft. »Wo warst du?« flüsterte Markus. Brutus trank Wasser und brach zusammen. Es passierte jede Nacht. Brutus verschwand zwischen Mitternacht und 3 Uhr. Jeden Morgen kam er zurück wie nach einem Krieg. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, verpasst ihr Geschichten über die Bindung zwischen Tieren und Kindern. Drückt jetzt auf Abo, denn was als nächstes passiert, wird euch umhauen. Markus und Julia versuchten alles.
Kameras. Brutus fand blinde Flecken. Schlösser. Er kratzte, bis sie ihn rauslassen mussten. Folgen. Er erstarrte, bis sie reinging. Er beschützt etwas, sagte Julia und berührte einen Schnitt an Brutus' Seite. Er patrouilliert. Patrouilliert was? Fragte Markus. Aber Julia kannte Wachhunde. Cane Corsos waren römische Kriegshunde. Brutus tat, was seine Genetik ihm sagte. Die Schnitte wurden schlimmer. Brutus verlor Gewicht. Seine Pfoten bluteten. 3 Monate vergingen. Dann änderte Lena alles. »Ich will ihm folgen«, sagte sie beim Abendessen. »Er beschützt mich.« »Er lässt uns nicht folgen«, sagte Markus. »Er wird mich lassen«, sagte Lena. »Er vertraut mir.« Um 1:47 Uhr wachte Lena auf. Sie öffnete ihre Tür. Brutus stand im Flur. Sie schauten sich an. »Kann ich mitkommen?«, flüsterte Lena. Brutus' Ohren zuckten. Langsam ging er zur Hintertür. Lena folgte. Sie verschwanden in der Nacht. Markus und Julia wachten auf. Lenas Bett war leer. Panik. Sie rannten nach draußen. Dann hörten sie es. Bellen. Tief, aggressiv, näher kommend. Sie rannten und erstarrten. Am Waldrand, wo Lena zur Bushaltestelle ging, war Brutus. Vor ihm eine Meute Hunde. 6. Kreisend, knurrend. Leuchtende Augen in der Dunkelheit. Hinter Brutus, sicher, stand Lena. Brutus wartete nicht. Er stürzte sich auf den Rudelführer, einen massiven Schäferhund-Mischling. Der Kampf war brutal und schnell. Brutus warf ihn auf den Rücken. Die Meute zerstreute sich in Sekunden. Brutus stand da, brusthebend, Blut tropfte von seinem Hals. Lena umarmte ihn. »Er macht das jede Nacht, oder?«, flüsterte sie. »Er räumt den Weg für mich frei, damit ich morgens sicher bin.« Beim Tierarzt untersuchte der Arzt Brutus. »Er macht das seit Monaten. Dieser Hund hat den Weg ihrer Tochter beschützt. Allein. Jede Nacht.« Julia umarmte Brutus. Tränen strömten. »Das war deine Liebessprache.« Brutus lehnte sich an sie und schloss seine Augen. Denn Liebe sieht nicht immer sanft aus. Manchmal sieht sie aus wie Narben. Manchmal wie Wache stehen in der Dunkelheit. Manchmal wie ein 82 Kilogramm Kriegshund, der einen Weg räumt, damit ein Mädchen sicher zur Schule gehen kann. Brutus war nicht kalt. Er war verpflichtet. Er rettete Lenas Leben jede Nacht, ohne dass es jemand wusste. Wenn diese Geschichte dich bewegt hat, schreib einen Kommentar. Würdest du Brutus vertrauen? Drück den Like-Button.